Hallo meine Lieben, ich hatte euch heute ein Video reingestellt, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr aus einer Zellophantüte ein Osternest basteln könnt. Und ich verstehe den Punkt von wegen, ne, Plastik ist jetzt nicht wirklich das Material, mit dem ich arbeiten möchte. Und deshalb dachte ich, ich gebe euch hier noch eine Alternative, und zwar, wie ihr super einfach eine Papiertüte selber basteln könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist einerseits diese kleine Tüte hier und diese größere Tüte. Ich wollte euch aber noch ein paar andere Beispiele zeigen, ne? Hier so mit einem passenden Designpapier oder hier so mit einem Karo-Papier. Zumachen könnt ihr die oben entweder mit einer Klemme oder ihr macht so einen Doppelkleber dran oder ihr macht zwei Löcher rein und dann macht ihr dann ein Band durch. Und mit einer kleinen Schlaufe. Das hier ist alles mit einem ganz normalen Druckerpapier gemacht, wo ich einfach ein Motiv drauf gedruckt habe. Das Motiv habe ich von freepik.com. Wenn ihr aber keinen Adobe Illustrator habt, wo ihr das dann umwandeln könnt, dann könnt ihr einfach irgendein Papier nehmen, was euch gefällt. Dünneres funktioniert immer besser und so die Tüten machen. Das sind A4 Papiere. Hier habe ich ganz einfach aus Packpapier ein Stück in der Größe A3 ausgeschnitten und da die Tüte draus gebastelt, und dann habe ich oben mit dem Stencil und Acrylfarbe noch ein Muster drauf gemacht. Und ihr werdet sehen, das ist wirklich super einfach und schnell gemacht. Ich werde nie mehr irgend so eine Tüte kaufen, weil echt super schnell gemacht. Und wir gucken uns an, wie das funktioniert. So, die kleinere Tüte habe ich dieses A4-Papier. Dann knicke ich das auf der einen Seite um, dass es hier gerade an den Kanten liegt und somit gerade hoch geht. Ich ziehe das jeweils mit dem Falzbein nach. Das könnt ihr auch mit dem Fingernagel machen, wenn ihr da kein Falzbein habt. Dann gucke ich mit der zweiten Seite, dass ich hier eine Überlappung habe, die gleich breit ist wie mein Klebeband. Und lege die auch gerade wieder hin. Und ziehe hier die Falzkante auch nach. Und jetzt kann ich hier den Klebestreifen anbringen. Und das Ganze auch schon festkleben. So, jetzt müsste das Ganze schon mal so aussehen, ne? Als nächstes nehme ich ein Geodreieck und gehe hier 7 cm hoch. Ihr könntet das rein theoretisch auch ohne Geodreieck machen. Ich bin halt ein bisschen pingelig und habe es gerne, dass das Ganze dann auch schön gerade ist, ne? So. Und jetzt habe ich hier eine schöne Kante. Dann lege ich das kurz auch noch in der Mitte zusammen. Also nur anknicken, nicht zusammenlegen, sondern einfach hier die beiden Kanten aneinander bringen und hier drüben kurz anknicken, damit ich weiß, okay, hier ist die Mitte. So. Und jetzt kann ich das ganz einfach hochlegen. Also die eine Seite hoch bis zu dieser Kante, die ich da oben gemacht habe, schön gerade. Dasselbe auf der anderen Seite. So, und jetzt könnt ihr das Ganze wieder aufmachen und dann löst ihr diese beiden Teile voneinander und macht hier unten auf. Bis zu dieser Falzkante, die ihr da gemacht habt. Und jetzt stößt ihr diese beiden Seiten voneinander, so dass sich die anderen Seiten reinlegen. Und jetzt geht es darum, dass diese Falzkante innen drinne gerade auf der Falzkante liegt. So,
Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Und dann legt ihr hier das Papier hoch. Ihr könnt es nach Augenmaß machen. Ich gucke hier jeweils kurz mit dem Lineal, weil per se, es sollte einfach mit der Spitze, muss es über diese Linie so ein bisschen drüber kommen. Das heißt, bei mir sind das hier 3 cm. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Also 3 cm hier jetzt ab der Mittellinie. Und so habt ihr eigentlich auch schon den Boden der Tüte. Das kleben wir jetzt kurz an. Hier nehme ich ganz einfach Flüssigkleber kurz. Dasselbe hier oben mit der Ecke. So, das wäre schon mal der Boden und das ist auch alles, was ihr kleben müsst. Jetzt geht es darum, hier diese beiden Ecken wieder zu nehmen und das Ganze gerade hoch umzulegen. Einmal nach oben. Und dann umdrehen und auch noch einmal auf die andere Seite. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Hier wieder an diesen beiden Ecken orientieren. Gucken, dass das Ganze gerade ist. Hier. Und dann einknicken. Und auch wieder auf die andere Seite einknicken. So, und jetzt macht ihr die Tüte einmal auf. Jetzt habt ihr quasi hier eine Ecke und die drückt ihr runter, währenddessen ihr hier oben die Seiten rausdrückt und mit dem Mittelfinger das Ganze reindrückt. Und dann sollte sich das Ganze hier auch schön legen. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Und dann helft ihr mit dem Zeigefinger einfach dem Papier so ein bisschen nach. Ich nehme immer die Seite, wo ich angefangen habe, die Rückseite. Es liegt jetzt oben. Jetzt gucke ich einfach, dass sich das Ganze gut zusammenlegt. Per se geht das jetzt hier in die Ecke rein. So. Könnt ihr mit die Falzlinien auch noch mal nachziehen. Ihr seht jetzt, wie das Papier liegt. Ne? Hier innen drin ist die Ecke und das hat sich so drüber gelegt. Und das ist in der Regel so, wie ihr diese Tüten kauft. Und dann kann man hier einfach die Tüte aufmachen. Dann habt ihr wunderbar eine Geschenktüte, die ihr befüllen könnt. Oben umlegen, dann könnt ihr entweder mit Doppelkleber oder ihr könnt eine Schlaufe reinmachen oder eine Klammer ranmachen, aber so habt ihr wunderbar eine Tüte, die ihr normalerweise im Geschäft teuer kauft. Ne? So, das war die kleine. Jetzt machen wir noch die große. Für die große Tüte habe ich ein Stück Packpapier genommen in der Größe von A3. Habe dasselbe schon gemacht, von wegen auf der einen Seite so ein bisschen reinlegen und auf der anderen. Ein bisschen doof, also ein bisschen rollt, aber naja, kriegen wir hin. So,
hier habe ich auch wie bei der anderen eine Überlappung und die klebe ich jetzt kurz mit Flüssigkleber fest bei so einer großen Fläche. So. Jetzt legen wir die aufeinander. Und dann geht es nach demselben Prinzip. Wenn ihr es freihand machen wollt und hier nicht abmessen, ich würde sagen, es sind jeweils ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel und im unteren Drittel, das legt ihr einfach mal um. Trotzdem, das müsste gerade sein, ne? So, und diese Linie wird jetzt auch wieder meine Orientierungslinie, plus ich knicke hier unten noch kurz ein, damit ich sehe, wo die Mitte von dieser Tüte ist. So, und jetzt klappe ich das hoch und jetzt nicht erschrecken, wenn sich die Teile in der Mitte nicht treffen. Das ist nicht wirklich schlimm, muss auch nicht sein. Machen wir auch wieder auf, klappen es runter, hier von der Ecke weg und dass diese Linie hier gerade rüber geht. Dasselbe auf der anderen Seite. Jetzt geht es auch hier wieder darum, dass es einfach über diese Linie drüber geht. Und vor allem gerade, ne? Dann auch wieder, ihr könnt entweder, guckt ihr es nach Augenmaß, ich weiß jetzt bei mir, das waren 4 cm, gehe ich auch hier wieder von der Mittellinie aus 4 cm hoch. Und das ist das, was ich meinte. Es spielt keine Rolle, ob sich die hier decken, sondern was wichtig ist, dass sie hier eine Überlappung haben. Das kleben wir jetzt auch kurz fest. Und hier nicht innen drinne Kleber drauf geben, sondern hier außen. Und hier auch in diesem Bereich sollte kein Kleber liegen, weil das, wenn wir die Tüte öffnen, würden wir ansonsten diesen Bereich hier dran kleben. Das wollen wir nicht. Von dem her mache ich den hier auf beide Seiten einerseits. Und dann einfach hier oben, wo ich eine Überlappung habe, gebe ich da noch so ein bisschen Kleber drauf. Könnt ihr noch kurz drinne gucken, dass ihr wirklich nichts festgeklebt habt. Also ich gehe mit der Hand rein und gucke das einfach, dass sich alles lösen lässt. So, und dann können wir weitermachen. Und auch hier wieder diese beiden Ecken. Und hier gerade hochziehen. Auch wieder auf beide Seiten. Dasselbe auf der anderen Seite. So, ich muss das kurz umdrehen, sonst sehe ich nichts. So, jetzt haben wir auch hier wieder öffnen. Dann auch hier wieder diese Ecke reindrücken und oben die mittlere Falzlinie auch rein und die anderen raus. Im Stil. Dasselbe hier, Ecke reindrücken, Mittellinie
reindrücken und die äußeren Kanten rausdrücken. Dann dreht ihr das auf die Rückseite und dann könnt ihr dem Papier helfen, dass es sich richtig legt. Et voilà, das wäre so, wie ihr die Tüten jeweils kauft. Und wenn ihr die aufmacht, habt ihr hier wunderbar eine große Tüte. Jetzt machen wir mit der noch was, weil es wäre ein bisschen langweilig, die so als Osterbox zu verschenken, ne? Ich hatte euch in einem Video ja gezeigt, wie ihr so Schablonen machen könnt. Für die, die es nicht gesehen haben, ich mache euch den Link am Ende rein. Dann nehme ich hier einfach ein bisschen Acrylfarbe weiße, nehme hier so einen Fingerhut. Ihr könnt da auch, wenn ihr sowas nicht habt, zum Beispiel einen Make-up-Schwamm nehmen. Dann nehme ich hier wirklich nur ganz wenig davon auf, damit das Ganze nicht unter die Schablone läuft. Und jetzt kann ich das einfach abtupfen. Nehmt hier wirklich nur wenig Farbe, nicht, dass euch das Ganze dann unter die Schablone läuft. Die Schablone können wir jetzt wegnehmen und dann könnt ihr die auch, weil das wasserlösliche Acrylfarbe ist, kann ich die dann auch gleich wieder abwaschen. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Et voilà. Ist doch super süß. Und das sind schon die Papiertüten, die ich euch heute zeigen wollte. Ihr seht, es braucht nicht viel und man spart sich dadurch eine Menge Geld, weil die Dinge im Laden echt teuer sind. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!